zu sein. Nur ich möchte etwas richtigstellen. Bei der Übersetzung ist irrtümlich ein Fehler hier unterlaufen. Der Referent hat das zutreffend nämlich gesagt, er hat von Linien gesprochen, die eigentlich bis 1967 Bestand hatten, aufgrund der sogenannten Waffenstillstandsverträge zwischen Israel und den arabischen Nachbarstaaten. Und du hast leider von Grenzen gesprochen. Und es sind zwei Töpfe. Die darf man nicht miteinander vermengen, weil völkerrechtlich sind hier zwei Töpfe mit verschiedenen Inhalten. Grenze ist nicht eine Waffenstillstandslinie. Eine Waffenstillstandslinie ist etwas Provisorisches und kann bei einem Friedensvertrag geändert werden. Aber Grenze ist was Endgültiges. Und deswegen habe ich das ständig hier in diesem Saal gehört von Leuten, dass die Waffenstillstandslinie mit der Grenze durcheinander gebracht haben oder Synonyme genommen haben. Das ist falsch. Ne? Da muss man aufpassen. Die Israelis haben durch den Krieg von 1967 auch diese Linie überholt. Und später sprachen sie dann von der sogenannten grünen Linie. Ein Filmemacher, jetzt im Frühjahr, im Februar, hat hier in diesem Saal auch von der endgültigen Grenze gesprochen, nachdem auch palästinensische Jugendliche auch von der Grenze zwischen Israel und Palästina gesprochen haben. Das ist falsch. Ne? Da muss man wahnsinnig aufpassen. Völkerrechtlich ist das nicht vertretbar. Das will ich gesagt haben. Dankeschön. Okay. Ich will noch zwei Gedanken äußern, die man den Druck vergrößern könnte. Zum einen Gaza, da kam jetzt die Meldung, dass an der Grenze zu Ägypten, dass das jetzt gelockert würde, aber wenn ich das richtig verstehe, betrifft es ja nur den Personenverkehr. Das heißt, die wirtschaftliche Erdrosselung von Gaza geht vorläufig weiter und das betrifft jetzt natürlich, in Ägypten ist alles im Fluss, die politischen Kräfte in Ägypten. Wenn jetzt tatsächlich diese Grenze wie eine ganz normale Grenze auch für Güterverkehr aufgemacht würde, ich weiß nicht, ob es da Bestrebungen gibt, das ist meine Frage. Der andere Punkt, es ist doch so, dass die Autonomiebehörde, jetzt bin ich ganz sicher, oder die Fatah als Partei doch das Existenzrecht Israels anerkannt haben. Und da frage ich mich eigentlich, warum oder können man nicht, das hängt es natürlich auch von den Kräften da vor Ort ab, in den Palästinenser-Homeland, sage ich jetzt mal, erklären, wodurch Israel durch das Recht des Stärkeren de facto die Existenz eines palästinensischen Staates verhindert. Warum eigentlich sollen die Palästinenser Israel anerkennen? Warum nicht erklären, nein, wir nehmen das zurück, wir erkennen das Existenzrecht dieses Apartheidstaates nicht an? Also gibt es da Überlegungen unter Palästinensern in diese Richtung? Okay, ich würde sagen, nehmen wir diese drei, ich hatte es schon drauf. Nehmen wir erstmal die drei Fragen und dann machen wir weiter. Thank you. Those are very, very good questions. And I'll take them in reverse order. I'll start with the last one and go to the first Ich one. fange mit der letzten Frage, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde gerne mit der letzten anfangen. The gentleman I mean, we should also question this idea about any state having a right to exist. No state has a right to exist, in fact. And does East Germany have a right to exist? The GDR, DDR, does it have a right to exist? Some people say yes, some people say no. But the state itself, nobody can go to court and say
that the DDR has a right to be resurrected. The only right is the right of the people to determine which constitution they want to live under. That's the only right that exists, the right of the people. So the reality is that the population in Palestine today, the majority population almost is Palestinian. And nobody can impose on them a state or an entity which denies their rights. And nobody can force them to recognize such an entity. So a state doesn't have a right to exist separate from the will of the people who have to live under it. And this is one of the basic principles of self-determination which was established after the First World War by President Wilson. So that's it. There's no right to exist separate from the democratic will of the people. Ja, zunächst einmal zu der Frage der Anerkennung des Existenzrechts Israel. Es ist sowieso eine nie dagewesene Diskussion. Eigentlich sie wird nur in dem Zusammenhang mit Israel dann angeführt. Denn gibt es denn überhaupt das Recht auf ein Existenzrecht einzelner Staaten? Gibt es das denn überhaupt unabhängig von dem Recht der Menschen, die da drin leben wollen, von ihrem Recht auf Selbstbestimmung? Also das ist also etwas, was sowieso hinterfragt werden sollte. Dort wird auch die Frage gestellt, ja, hat denn die DDR als Staat ein Recht auf Existenz? Diese Frage wurde ja nie gestellt, sondern es ist nur die Frage, was wollen die Menschen, die dort leben, was wollen sie denn haben? Und das ist also auch dort, warum sollten jetzt die Palästinenser einen Staat anerkennen, oder dessen Existenz anerkennen, der ihre Rechte negiert. Warum sollte man sie dazu zwingen, unabhängig jetzt von dem Recht auf Selbstbestimmung der Menschen, sowohl in Israel als auch in Palästina? And the gentleman is correct that the PLO recognized Israel in 1993. But Israel, it's not enough for Israel. Now they want to be recognized specifically as a Jewish state. So the demands are always increasing. Okay, Sie haben aber auch recht, 1993 hat die PLO Israels Existenzrecht anerkannt, doch das war nicht genug für Israel, deswegen wurden die Forderungen immer mehr. Inzwischen sind sie nur noch zufrieden, wenn man Israel als einen jüdischen Staat anerkennt. Regarding Gaza, we published a story just yesterday on the Electronic Intifada about the fact that the border between Gaza and Egypt is still closed. Even after the Mubarak regime fell, the Egyptian state security is still preventing Palestinians moving in and out of Gaza, and it's creating great hardship. They're saying now that they will open the border from tomorrow for Palestinians, not in general. Now, this will be good if they open the border and allow Palestinians to move. But this doesn't solve the blockade of Gaza, it doesn't end it. Because the border with Egypt is not a border for goods and materials, it's always been a border for people. Israel maintains the siege on goods and on reconstruction supplies, so still almost no reconstruction materials are coming in. And it's important to keep pressuring Israel to open the border and to end the blockade. Why? Because Israel wants to get rid of Gaza, to throw it on Egypt, and to say we don't have anything to do with it. And the people in Gaza are Palestinians with rights in Palestine, and we cannot allow Israel to dispose of them that way. In Bezug auf Gaza haben wir gerade gestern einen Artikel auf Electronic Intifada veröffentlicht, bei dem auch klar dokumentiert wird, dass die Grenze immer noch in Rafah, also an der ägyptischen Grenze, ist immer noch nicht geöffnet für den Personenverkehr. Nicht für den Materialverkehr. Ist immer noch nicht wirklich offen für den Personenverkehr. Ja, also es verursacht es für Menschen
müssen immer noch lange warten teilweise und können nicht frei sich bewegen. Auf der anderen Seite, selbst es wird jetzt erwartet, oder es heißt es, dass ab morgen soll die Grenze dann für Personen dann geöffnet werden, aber nicht im Allgemeinen, sondern nur für Palästinenser zunächst. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass deswegen die Blockade beendet ist, denn der Übergang an Rafah ist schon immer nur ein Personenübergang für Personenverkehr gedacht gewesen, und alles andere, alle Güter, vor allem Baumaterialien oder sonstige Dinge, die werden nur über die Übergänge, die Israel kontrolliert, bis jetzt auch durchgeführt. Es ist von daher sehr wichtig, dass man den Druck weiterhin auf Israel macht, damit diese Grenzübergänge auch geöffnet werden. Denn das, was Israel möchte, ist eigentlich den Gazastreifen loswerden, jegliche Verantwortung für Gaza ablegen und sagen, wir haben nichts mehr damit zu tun, lass mal die Ägypter sich darum kümmern. Das darf man nicht zulassen, denn Gaza ist ein Teil Palästinas und Israel ist verpflichtet, dort den freien Personen- und Güterverkehr zuzulassen. Thank you. I just say to the gentleman's comments, I agree with them. I don't have anything to add to that. Ich würde sagen, ich bin ganz einverstanden mit dem, was über die grüne Linie bzw. über die Waffenstillstandslinie gesagt wurde. Das ist alles korrekt, was Sie gesagt haben, dem habe ich nichts hinzuzufügen. And the important question about how we measure the effect of the boycott, divestment and sanctions BDS campaign. Well, we can measure it in a number of ways. Of course, the Israeli state and a lot of Israeli opinion will resist it, and they are trying to resist it. But it's having the correct effect, because if you read the Israeli newspapers every day, and I read them every day, you see that the campaign is starting to cause Israelis to question what Israel is doing. And that's the point of it, because its goal is to increase the price of the status quo. If Israelis can live comfortably, without any worries, and feel perfectly normal, while they are imposing these brutal conditions on Palestinians, why should they change anything? So, if you look in the Israeli press, you see there's a lot of reaction and a lot of fear that unless we change, the isolation will increase. This is a positive effect. We want them to change. We want them to reflect. Asking politely and nicely doesn't work. Why should they? You have to have some pressure. And we can already see that the pressure is working. Bei Ihrer Frage nach der Art und Weise, wie man jetzt den Effekt oder die Auswirkungen der BDS-Kampagne misst oder wie man erkennt, ob sie wirksam sind oder nicht, kann ich sagen, natürlich gibt es jede Menge Israelis, die sich dagegen sträuben, also die nicht einverstanden sind mit dieser BDS-Kampagne, die sehr viel Widerstand auch leisten. Auf der anderen Seite, wenn Sie jeden Tag die israelische Presse lesen, so wie ich das auch tue, dann werden Sie merken, dass die Menschen dort anfangen, doch Fragen zu stellen und die Politik der Regierung auch zunehmend in Frage stellen. Und das ist letztendlich das, was wir erreichen wollen. Wir wollen, dass die Menschen anfangen nachzudenken. Wir wollen die Veränderung herbeiführen. Und wir merken bei den Kommentaren in den Zeitungen, dass die Menschen dort durchaus in Sorge sind, dass wenn diese Politik dann weitergeht, wenn die Sanktionen zunehmen, dass die Isolation des Landes dann auch zunehmen wird. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen, denn Israel muss erkennen, dass Besatzung etwas kostet, denn sonst, warum sollten sie überhaupt eine Veränderung akzeptieren, wenn sie die Palästinenser unterdrücken können, ohne dafür einen Preis zu bezahlen? Das ist also auf jeden Fall zu erkennen, dass dieser Effekt bereits eintritt.